Ich bin Julia und ich bin Anfang des Jahres mit meiner Familie von Berlin in den Rheingau gezogen, um genauer zu sein, nach Österreich-Winkel. Dass wir hier sind, ist kein Zufall. Wir haben uns den Ort ganz bewusst ausgesucht, denn wir haben dieses Jahr ein neues Projekt vor. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, springen wir einfach ganz zum Anfang, wo die Geschichte angefangen hat. Wir fahren jetzt nach Hattenheim. Da bin ich als Studentin 2011 zuerst gelandet, in meiner ersten Wohnung. Und ihr werdet gleich sehen, das Haus ist ein sehr altes Haus, auch glaube ich irgendwie mit Winzergeschichte. Und ich weiß noch, dass im Keller dieses Hauses einfach alte Weinfässer standen. Das war ich, 2011. Weiter geht's. Man sieht hier vorne auch die Uni, an der ich studiert habe und auch übrigens mein Mann. Wir haben uns tatsächlich im letzten Sommer kennengelernt, als wir beide noch im Rheingau waren. Und ja, sind 2014 mit der Uni fertig geworden. Die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, ist eigentlich ziemlich witzig. Nämlich, es hatte auch alles irgendwie schon mit Wein zu tun. Ich war damals im Organisationsteam des Bachelorballs und ich wollte mich unbedingt dafür einsetzen, dass wir lokalen Wein trinken bei der Feier in Wiesbaden. Und so kam es dann, dass mir mein Mann vorgestellt wurde als der Weinexperte. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben uns getroffen, wir haben viele Weine probiert im Sinne des Bachelorballs. Am Ende konnten wir die Weine leider nicht mit ins Kurhaus Wiesbaden offiziell reinbringen. Also haben wir dann beim Bachelorball unseren eigenen Wein unterm Tisch gehabt. Das als kleine Anekdote. Kurze Zeit später sind wir dann beide nach Berlin gegangen, weil dort die Startup-Szene zu boomen angefangen hat und das für uns ein sehr spannendes Terrain war. Wir haben auch selbst jeweils schon was gegründet und in sehr vielen Startups gearbeitet, aber nebenbei hat uns das Thema Wein nicht losgelassen, denn wir haben gedacht, wir starten einfach mal einen Weinblog und bringen da unsere digitale Expertise mit rein. Und das haben wir tatsächlich gemacht, den haben wir auch für einige Jahre geführt. Immer wieder Content produziert, wurden auf Events eingeladen, auf Weinmessen. Das war eigentlich ganz witzig so für den Start. Dann 2016 haben wir geheiratet. Und was soll ich sagen, wir haben natürlich im Rheingau geheiratet und auch in Hattenheim, in der Kirche, an der wir vorhin vorbeigefahren sind. Ja, wie ihr seht, hat uns das Thema Wein nie losgelassen. Wir haben uns einfach gedacht, letztes Jahr, zu Beginn des Jahres, wir brauchen eine Veränderung. Wir wollen auch nicht mehr in der Großstadt wohnen, wir wollen weg aus Berlin. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, was denn Möglichkeiten wären. Und irgendwie sind wir dann auf die sehr logische Idee gekommen, dass wenn wir umziehen, dass wir einfach in den Rheingau ziehen. Weil wir nicht einfach nur umziehen wollen, sondern mit dem Rheingau auch auf jeden Fall das Thema Wein verbinden, haben wir uns gedacht, warum nicht unseren lang ersehnten Traum des eigenen Weinguts wahr werden lassen. Und so haben wir uns Anfang letzten Jahres auf den Weg gemacht und haben einige Schritte eingeleitet, die jetzt dazu geführt haben, dass wir tatsächlich dieses Jahr ein eigenes Weingut gegründet haben. Und ich nehme euch jetzt nochmal mit. Wir gehen ein bisschen durch Eltville. Das ist auch eine sehr schöne Stadt hier bei uns in der Nähe. Und ich erzähle euch, was alles bisher so passiert ist. Ich weiß noch genau, als wir Anfang letzten Jahres vorm Computer in Berlin saßen und auf dieser Webseite waren, auf der Weingüter zum Verkauf angeboten werden. Und wir haben das gelesen und dachten so, oh nee, das können wir nicht machen, das ist irgendwie ein Schritt zu groß für uns. Aber wir haben trotzdem die Anfrage abgeschickt. Wer uns kennt, weiß, wir machen keine halben Sachen. Das heißt, wenn so eine Anfrage rausgeht, dann meinen wir es doch schon relativ ernst. Unser erstes Gespräch hatten wir, als wir auf Sizilien im Urlaub waren und dem folgten viele weitere Gespräche und auch Termine vor Ort. Long story short, dieses Weingut ist es nicht geworden, aber wir haben trotzdem weitergemacht und uns jetzt schlussendlich dazu entschieden, dass wir einfach komplett von Null starten. Wir haben auch, sage ich mal, ein Setup gefunden, das es uns als Weinlaien ermöglicht, Wein zu produzieren. Darauf gehe ich sehr gerne noch mal in einem anderen Video an. Es gibt sozusagen jetzt kein fertiges Weingut, was wir gekauft haben, sondern wir bauen uns das eigene Weingut in verschiedenen Bausteinen selbst zusammen. Die erste Sache, mit der wir angefangen haben zu suchen, ist tatsächlich, wer hätte es gedacht, Weinberge. Weil ohne Weinberge wird es ein bisschen schwierig, Wein zu produzieren. Und ja, wie soll man sagen, wir hatten, ich denke, gerade einen guten Zeitpunkt erwischt. Vielleicht ein bisschen Glück. Wir haben tatsächlich Pachtflächen gefunden von verschiedenen Weingütern, auch in sehr guten Lagen, die uns angeboten wurden und die wir jetzt schlussendlich angepachtet haben. Hier sogar an der Wand ein Weinkelch. Also wir sind hier in der Weinregion durch und durch. Überall Weinberge, das Städtchen, ich weiß nicht, ob ihr das auf den Bildern gesehen habt, ist super süß und sehr schön. Ich war tatsächlich gar nicht so oft hier als Studentin, aber es ist richtig süß. Ich glaube, im Sommer ist es auch an der
Promenade unten, wahrscheinlich mega überfüllt, aber auch sehr, sehr schön. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Auto und dann geht es endlich in unseren Weinberg. Wir fahren jetzt zum Hattenheimer Engelmannsberg. Das ist einer von 5 Lagen, die wir im Rheingau haben. Davon sind 4 mit Riesling bestockt und einer mit Spätburgunder. Ich glaube, so von außen betrachtet wirkt es noch mal heftiger, dass wir einfach die Großstadt jetzt für Weinberge eingetauscht haben. Für uns fühlt es sich tatsächlich mittlerweile schon relativ normal an. Aber wenn man sich mal bedenkt, vor einem Jahr gab es einfach nur eine sehr vage Idee, dass wir doch mal das Thema Weingut angehen könnten. Ja, und jetzt knapp ein Jahr später stehe ich hier in unserem eigenen Weinberg. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, es war sehr matschig, als ich hier mit dem Auto hergefahren bin. Ich bin so froh, dass ich einen Jeep habe, der Allrad hat. Ansonsten hast du ja echt verloren. Ich dachte auch schon kurz, ich bleibe stecken, aber hat alles geklappt. Das war's mit meinem ersten Einblick heute. Das Ending übe ich, glaube ich, noch mal ein bisschen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt auf jeden Fall viele Themen, die jetzt in den nächsten Wochen anstehen und da nehmen wir euch auf jeden Fall mit.